den oder dem, ihm oder ihn. Und wann steht das Dativobjekt vor dem Akkusativobjekt? Und wann nicht? Hallo und herzlich willkommen in der Linkster Academy. Ich bin deine Deutschlehrerin Julia und das heutige Thema wird dir mal wieder die Augen öffnen. Damit du fehlerfrei schreiben und sprechen kannst, musst du wissen, welche Satzteile wo im Satz stehen müssen und warum das so ist. Wir schauen uns heute vor allem das Akkusativ und das Dativobjekt an. Dazu gehören natürlich den, dem, ihn, ihm, ihr und so weiter, denn damit haben Deutschlerner immer Schwierigkeiten. Hol dir zur heutigen und zu vielen anderen Lektionen mein kostenloses Einmaleins der Grammatik. Darin findest du viele Regeln, Übungen und Lösungen, um noch schneller und besser Deutsch zu lernen. Der Link ist in der Beschreibung unter dem Video. Das heutige Video ist übrigens Teil meines B-Grammatikkurses, der voraussichtlich im Winter wieder stattfindet. Also, bist du bereit? Dann geht's los. Sprache ist kreativ, sie ist ziemlich frei und es gibt unendlich viele Möglichkeiten, Informationen zu geben oder danach zu fragen. Natürlich müssen dabei die Grammatikregeln so gut wie möglich beachtet werden. Und deshalb schauen wir uns nun den Satzbau in der Mitte an. Vorab, es gibt Regeln, aber du hast auch ganz viel Freiheit. Schau mal. Carina kauft einen Fernseher im Elektrohandel. Carina kauft im Elektrohandel einen Fernseher. Einen Fernseher kauft Carina im Elektrohandel. Im Elektrohandel kauft Carina einen Fernseher. Was siehst du? Fast alle Kombinationen sind möglich, denn der deutsche Satzbau ist super flexibel. Dass das Verb eine feste Position hat, weißt du ja. Auch das Subjekt kann nur vorne oder direkt nach dem Verb stehen, also am Anfang der Mitte. Die 4 Sätze unterscheiden sich kaum in der Bedeutung. Im Prinzip sagst du mit allen 4 Sätzen das Gleiche. Aber generell steht bekannte Information vorne und neue Information am Ende. Das ist so, weil dein Gehirn dadurch Sätze besser verarbeiten kann. Das heißt, du beginnst einen Satz mit einer bekannten Information und im Verlauf des Satzes gibst du über dieses Thema neue Information. Man nennt das Thema-Rema-Struktur. In Satz 1 ist Carina das Thema, sie ist bekannt. Dann erfahren wir, dass sie einen Fernseher kauft und am Schluss, wo sie ihn kauft. Sie könnte den Fernseher ja auch im Internet bestellen. In Satz 2 ist Carina wieder das Thema. Sie kauft etwas im Elektrohandel, und zwar einen Fernseher. Sie könnte sich dort aber auch einen Computer kaufen. Siehst du den Unterschied zwischen den beiden Sätzen? Er ist wirklich nur ganz klein und in einer Prüfung oder in einem Text ist es egal, ob du Satz 1 oder 2 benutzt, solange das Ganze grammatisch und inhaltlich korrekt ist. Im 3. Satz ist der Fernseher das Thema, nicht Carina. Die neue Information ist, dass der Fernseher im Elektrohandel gekauft wird und nicht zum Beispiel im Supermarkt. Und im 4. Beispiel ist es ähnlich, aber nun ist der Elektrohandel das Thema und dort kauft Carina einen Fernseher und keinen Computer. Also nochmal, bekannte Information am Anfang, neue Information am Ende. Beim Lesen kannst du das wunderbar üben, wenn du dich auf die Struktur der Satzteile konzentrierst. In der Linguistik nennt man das Informationsstruktur. Wenn du selbst schreibst, entscheidest du auch selbst, welche Information du an den Anfang stellst und wie dein Satz sich entwickelt. Ganz ehrlich, um richtig gutes Deutsch zu können, brauchst du richtig viel Übung und das dauert. Das ist ganz normal. Da gibt es leider keine Abkürzung.
Am besten liest du einen Roman für Deutschlerner, denn da hast du ganz viel Text und bekommst dadurch ein Gefühl dafür, wie Sätze aufgebaut sind. Ich habe dir in der Beschreibung unter dem Video einen Link zu Literatur hinzugefügt, mit der du optimal lernen kannst. Aber nun kommen wir mal zu den Regeln, die es für den Satzbau in der Mitte gibt. Generell gilt erst Nominativ, Subjekt, dann Dativobjekt, dann Akkusativobjekt. Schau mal. Gleich schickt die Sekretärin ihrem Chef eine E-Mail. Die Sekretärin ist das Subjekt im Nominativ. Wer schickt? Ihrem Chef ist das Dativobjekt. Wem schickt sie eine E-Mail? Und eine E-Mail ist das Akkusativobjekt. Wen oder was schickt sie ihrem Chef? Wenn die Objekte allerdings keine Nomen sind, sondern Pronomen, dann gelten andere Regeln. Dann kommt erst der Akkusativ und dann der Dativ. Die Sekretärin schickt sie ihm. In diesem Fall steht das Akkusativobjekt sie vor dem Dativobjekt ihm, also genau andersrum. Und jetzt wird es spannend. Was passiert, wenn es ein Pronomen und ein Nomen gibt? Dann passiert Folgendes. Die Sekretärin schickt ihm eine E-Mail. Die Sekretärin schickt sie dem Chef. Was siehst du? Die Pronomen stehen vorne und die Nomen hinten. Und das hat auch einen ganz logischen Grund. Kurze Information steht vor langer Information. Da ein Pronomen sehr kurz ist, steht es weiter vorne. Die beiden Objekte sind länger, deshalb stehen sie weiter hinten. Auch das ist für das Gehirn einfacher zu verarbeiten und zu verstehen. Übrigens, Subjekte und Objekte können ziemlich lang sein. Sie bestehen natürlich nicht immer nur aus einem Artikel und einem Nomen oder vielleicht noch einem Adjektiv dazwischen. Schau dir zum Abschluss folgendes Beispiel an. Die Sekretärin, die bereits seit Jahren in der Firma arbeitet, schickt ihrem Chef, Herrn Dr. Matthias Müller aus Berlin, eine E-Mail, in der steht, dass die Protokolle aus der letzten Sitzung fertig sind. Du siehst hier einen ziemlich komplexen Satz. Solche langen Sätze sind für Deutschlerner sehr schwierig zu analysieren, denn es gibt mehrere Nebensätze mit jeweils einem Prädikat. Wenn du den Satz verstehst, hast du bei der Analyse natürlich weniger Schwierigkeiten. Wenn du den Satz aber nicht komplett verstehst, bleibt dir nur eine Möglichkeit. Fang beim ersten Prädikat an und arbeite dich durch den Satz, bis du auf die Lösung kommst. Und das machen wir jetzt mal. Arbeitet. Wer arbeitet? Die Sekretärin. Sie ist das Subjekt. Schickt. Wer schickt? Die Sekretärin. Wieder das Subjekt. Diese zwei Prädikate gehören zu einem Subjekt, nämlich die Sekretärin. Und das kann nur eins bedeuten. Wir haben hier ein langes Subjekt mit einem Relativsatz. Die Sekretärin, die bereits seit 8 Jahren in der Firma arbeitet, ist das Subjekt und sie schickt jemandem etwas. Wem schickt sie etwas? Ihrem Chef, Herrn Dr. Matthias Müller aus Berlin. Er ist das Dativobjekt. Und was schickt sie ihm? Eine E-Mail, in der steht, dass die Protokolle aus der letzten Sitzung fertig sind. Das ist das Akkusativobjekt. Du siehst, dass dieser kurze Satz, die Sekretärin schickt ihrem Chef eine E-Mail, noch viel mehr Informationen beinhalten kann. In dem langen Satz gibt es wichtigere und weniger wichtige Informationen. Ein Tipp für Prüfungen: Versuche, die weniger wichtige Information durchzustreichen, damit nur noch die wichtigste Information bleibt und du den Satz besser verstehst. Die Sekretärin schickt ihrem Chef eine E-Mail, dass die Protokolle fertig sind. Diese Informationen reichen dir völlig aus, um den Inhalt des Satzes zu verstehen.
Ja, ich weiß, dass auch das nicht immer einfach ist, denn woher sollst du wissen, was wichtig ist und was nicht? Das ist alles eine Frage der Übung und die bekommst du zum Beispiel in meinem 1x1 der Grammatik, also hol es dir über den Link unter dem Video. Ja, das war's auch schon wieder für heute. Wenn dir das Video gefallen hat und du etwas gelernt hast, dann abonniere jetzt meinen Kanal und folg mir auch auf Instagram und auf TikTok. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg beim Lernen und sag Tschüss, bis zum nächsten Video, deine Julia.